Guten Tag und willkommen zum heutigen Video mit dem Thema La Llorona. Manche kennen sie vielleicht schon aus dem gleichnamigen Horrorfilm oder aus irgendwelchen Creepypasta. Bei uns ist sie eher unbekannt, denke ich, denn ich zumindest habe vorher noch nie von ihr gehört. Aber nach intensiver Recherche gibt es bei La Llorona viele Parallelen zu Geistern, die es auch bei uns gibt, die weißen Frauen. Kleine Local-Geisterkunde an der Stelle. Weiße Frauen sind Erscheinungen von Frauen, die ganz in weiß gekleidet sind, und oft haben sie einen tragischen Tod erlitten. Meistens haben sie ihrem Leben selbst aus Liebeskummer, wegen einer arrangierten Hochzeit oder wegen verstorbenen Kindern ein Ende gesetzt. Oft werden weiße Frauen auf Burgen oder in Wäldern entdeckt. Aber wieder zurück zur La Llorona. Bei der Entstehungsgeschichte dieses Geistes scheiden sich die Geister. Eine Version ist, dass sich damals in Mexiko eine Frau namens Maria in einen reichen Mann verliebt hat, der von einem höheren sozialen Stand war als sie. Die beiden haben geheiratet und Kinder bekommen. Eine Zeit lang lief alles gut, doch irgendwann musste der Mann immer öfter auf längere Geschäftsreisen gehen. Als Maria mit ihren beiden Kindern eines Tages spazieren ging, hielt eine Kutsche neben ihnen und darin saß ihr Mann mit einer schönen jüngeren Frau, die auch von einem höheren Adelsstand zu sein schien. Maria war tief verletzt, und als sich ihr Mann nur nach den Kindern erkundigte und sie nicht einmal ansah, stieg auch ihre Wut. Später am gleichen Tag nahm Maria ihre beiden Kinder mit an den Fluss, und aus Wut auf ihren Ehemann warf sie die Kinder in das tosende Wasser. Als sie wieder bei Sinnen war, überkam sie eine tiefe Trauer, und sie lief auf und ab, um ihre Kinder zu suchen, doch sie fand sie nie. Es heißt, dass sie sich entweder selbst in den Fluss warf oder aber ruhelos Tag und Nacht am Fluss nach ihren Kindern suchte. Als sie dann starb, wurde sie am Himmelstor abgewiesen, weil sie auf die Frage, wo ihre Kinder seien, nicht antworten konnte. Seitdem wandelt sie als Geist auf dieser Erde. La Llorona ist spanisch und bedeutet die wimmernde Frau. Der Geist von Maria hat diesen Namen bekommen, weil sie nachts an Flüssen gesichtet werden soll, wie sie ganz in weiß gekleidet auf und ab läuft, um ihre Kinder zu suchen. Dabei soll sie so furchtbar weinen und wimmern, dass es einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Diese Geschichte ist nicht nur guter Stoff für Pfadfinder-Übernachtungspartys, sondern auch ziemlich tragisch. Deshalb habe ich die Farben in der Karte eher blass und dunkel gehalten. Ich hoffe, dieses Thema hat euch heute nicht allzu sehr runtergezogen. Morgen wird es wieder farbenfroher, keine Angst. Da ist das Thema Lake.